Der Glaube kann Berge versetzen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch dieses Sprichwort schon mal gehört. Die Wissenschaft weiß mittlerweile, dass irgendwas an diesem Sprichwort dran ist. Wie schön wäre das, wenn all unsere Ziele, all unsere Träume sich erfüllen würden und wir müssten einfach nur daran glauben. In diesem Video erfahrt ihr, ob das alles stimmt. Wir schreiben das Jahr 1963. Der amerikanische Psychologe Robert Rosenthal untersucht in einem Experiment, ob der Versuchsleiter irgendeinen Einfluss auf das Endergebnis eines Experimentes hat. Dabei kommt ihm diese Idee. Er nimmt 12 Psychologiestudenten und 60 Albinoratten, die von gleichem Stamm sind, und sagt der einen Hälfte der Psychologiestudenten: Liebe Studenten, euch mag ich am meisten. Ihr bekommt die schlauen Ratten. Der anderen Hälfte sagte er: Ja, ihr seid jetzt auch noch da. Ja, ihr kriegt die dummen Ratten. Natürlich ist das Ganze nicht so abgelaufen, aber ihr habt es trotzdem verstanden. Was glaubst du nun, wie ist das Experiment ausgegangen? Die Gruppe mit den klugen Ratten, die waren an jedem Tag im Labyrinth stärker als die vermeintlich dummen Ratten. Somit hat sich seine Annahme bestätigt, dass der Versuchsleiter mit seinen Erwartungen an das Experiment das Ergebnis des Experimentes beeinflusst. Ein paar Jahre später hat er aber noch ein Experiment gemacht. Er sagte Lehrern mehrerer Klassen, dass sich die Schüler, also 20% der Klasse, sich besonders gut entwickeln werden. Sie sind besonders stark und lernfähig. Nach einer gewissen Zeit wertete er das Ergebnis aus und siehe da, der kam zu dem gleichen Ergebnis wie bei dem Rattenexperiment. Die Kinder, die zu den 20% der Besseren gehörten, vermeintlich Besseren, entwickeln sich deutlich besser als ihre Mitschüler. Man muss aber ernüchternderweise sagen, dass es mit zunehmender Klassenstufe nicht mehr so gut funktionierte. Die Annahme ist einfach, dass Kinder, die besonders jung sind, noch formbar sind, und je älter sie werden, desto mehr haben sie eine eigene Persönlichkeit und lassen sich halt nicht so viel gefallen. Das kennen wir doch alle von früher. Nennen wir doch das Kind beim Namen. Der Effekt wurde nach seinem Entdecker benannt, und zwar der Rosenthal-Effekt. Habt ihr es lieber ein bisschen poetischer, dann könnt ihr ihn auch gerne den Pygmalion-Effekt nennen. Falls du dich jetzt vielleicht fragst, wieso Pygmalion, dann habe ich genau das Richtige für dich in der Videobeschreibung. Da erläutere ich das und erzähle dir eine kleine Geschichte dazu. Du als reflektierte Person fragst dich jetzt bestimmt, wurde der Effekt auch in weiteren Studien bestätigt? Ja und nein. In 40% aller Studien konnte der Effekt nachgewiesen werden. Es spielen zu viele Faktoren eine Rolle, deswegen wurde mal der Effekt beobachtet und mal nicht. Des Weiteren ähnelt der Effekt einem anderen Phänomen, deswegen kann die Grenze manchmal empirisch nicht so genau festgestellt werden. Das Phänomen beschreibt zum Beispiel, wieso Wahrsagerei funktionieren kann. Wenn du mehr über dieses Phänomen wissen möchtest, dann schreib es doch in die Kommentare. Vielleicht mache ich ein Video dazu. Die wichtigste Frage in diesem Video: Was nützt mir der Effekt überhaupt? Unsere Erwartungen können die Realität formen. In einer Studie hat sich gezeigt, dass allein der Glaube daran, dass man ein geringes Herzinfarktrisiko hat, genau das bewirkt wird. Erwarten wir, dass Stress uns kaputt macht, dass es negativ ist, dann wird es auch genauso eintreffen. Unsere Erwartungen beeinflussen nicht nur andere Tiere, nicht nur andere Menschen, sondern auch unseren Körper und somit uns selbst. Wollen wir Spitzenleistung bringen, dann sollten wir das eher erwarten bzw. glauben. So stellt sich der Körper nämlich auf dieses Ergebnis ein. Aber nicht übertreiben. Zu hohe Erwartungen können ebenso ein sehr starkes Enttäuschungsgefühl verursachen. Ich nenne den Akt der positiven Erwartungshaltung immer Pygmalisieren. Ich kriege zum Beispiel lustigerweise immer einen Parkplatz. Manchmal ist es sogar so komisch, dass genau in dem Moment eine Person wegfährt und es ist der einzige freie Parkplatz. Zufall oder Erwartung? Es wurde alles gesagt. Bis zum nächsten Video. Ciao.